Hey guys and girls on Ask Japanese, this is Kathy Cat and today I am here in Germany, in Munich, and today I'm gonna go and ask the Germans here what they actually think about Japan, what their image of Japan is. So let's go and ask Germans about Japan. Frage Nummer 1, was für ein Bild habt ihr von Japan? Volle Straßen, kaum Leuchtet, die Kultur des Reis, also so wie der Reis herkommt, also wie die Leute essen Reis. Sehr vielfältig. Interessiert euch irgendwas aus Japan? Aber schade. Die ist ja komplett anders, glaube ich, im Gegensatz zu hier. Ja, also ich glaube, die technische Innovation und überhaupt Forschung ist in Japan eigentlich schon ganz gut allgemein. Im asiatischen Bereich und das ist ja nicht so, was man eigentlich, also was ich für ein Bild von denen habe. Also mehr so die Technik. Ja, also dass sie halt eigentlich auch Fortschritte machen in allen Bereichen, dass sie da immer auf gutem Weg sind. Das ist nice. Also so ein Bild vom Land kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich habe immer nur die Städte vor meinen Augen. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie ich das Land so einschätze, wie das aussehen würde, dann dachte ich kann es vielleicht gar nicht sagen, wie es da ausschauen lässt, sondern ich habe eher immer so die Großstädte vor mir. Ihr wollt gerade sagen. Ja, genau. Was für ein Bild habt ihr von Japan? Was ist so das Erste, was euch in den Kopf kommt? Sushi, viele Leute auf einem Haufen, Technik. Verrückt, gebildet und traditionell. Das Verrückte an Japan ist einfach, dass sie sehr viele verschiedene Street Fashions haben, die ich zum Großteil auch ganz gut finde. Was es halt alles so gibt, also ist jetzt nicht so gängig hier, aber ein paar Fashion-Sachen gibt es ja hier auch. Und dann das Cosplay, was es mittlerweile auch in Deutschland gibt. Traditionell die japanischen Feste einfach, die Kimonos und so, das ist schon schön. Fortschrittlich, ja. Die Technik ist halt noch sehr maßgebend gewesen die letzten Jahrzehnte. Was ist dein Bild von Japan? Ja, auf jeden Fall sehr verrückt, die ganzen Game-Shows, die sie haben, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und auch die Werbung, die schauen, ich gerne Veranstaltungen. Auch Marken, alles mögliche kaufen können. Ein bisschen. Ja, die Menschen. Sehr viele Menschen. Und ich denke an Kirschblütenbäume irgendwie und Tokio und Kimonos. Ja. Noch Animes und so. Animes? Sushi. Ja, die Erdbeben natürlich, die immer wieder ein Problem sind, aber ich auch. Also ja, klar, wenn man Japan halt hört, das erste, was einfällt, ja, viele Menschen, Sushi, ich glaube auch, ja genau, Technik, Hochhäuser. Anderes Essen. Hier halt auch viele Menschen, andere Kultur. Wenn ich jetzt Japan höre, dann denke ich an meine Klassenkamerade, weil die kommt aus Japan. Aha! Ich habe schon mal versucht, ein bisschen Japanisch beizubringen, aber das hat nicht so gut geklappt. Sushi! Was hast du für Sushi gegessen? Ja, aber das ist nicht meins. Ja, auch Ninjas, Animes und Sushi. Fand ich das auch ganz Sushi. Was ist dann euer Bild von Japanern an sich? Arbeiten bis zum Umfallen. Die arbeiten ohne Ende. Wir wissen gar nicht, wann man Feierabend macht so in der Richtung. Also ich denke, dass es einfach diese zwei krassen Extreme gibt. Eben einmal dieses Hardcore-Arbeiten, lernen und lernen und lernen und danach arbeiten. Wenn sie dann mal Freizeit haben, dann drehen sie einfach ab. Arbeiten bis zum Umfallen und wenn ich dann doch mal nicht umgefallen bin, dann gehe ich noch irgendwie Karaoke singen, bis ich umfalle. Wirklich zuvorkommend, guter Service. Ja, ich kenne echt viele, die sehr hart dafür arbeiten, das was sie wollen. Also gerade Künstler, kenne ich viele, Musiker. Ja, ich glaube, also Japaner, da habe ich sofort mal so einen ordentlichen, sauberen Menschen. Ah, also so Japaner an sich, so das ist das Image sauber? Also, ja, in meinen Augen. Eigentlich Reisegruppen und so unterwegs und voll wissbegierig. Fotos. Aber nett. Immer gut drauf. Also sie fotografieren sehr viel in anderen Ländern, also kann man so sagen. Ich glaube, sie haben nicht so viel Zeit oder ich weiß nicht, also wenn man halt so auch manchmal, ja genau, extrem hektisch, extrem voll und alles. Wenn man so nach Japan schaut, also so irgendwelche Reportagen, das sieht immer extrem hektisch alles. Ja, ich denke mal nette Menschen und ja auch immer sehr hektisch. Aber es kann auch sein, weil immer so viel los ist, weil ich dürfte auch nicht so viel frei lernen in der Schule. Und deswegen sind die auch immer so schnell, also meistens mal durch Deutschland. Was denkt ihr an sich über Japaner? Was für ein Bild habt ihr von Japanern? Was
auch immer so auffällt in München oder so, dass alle also riesige Reisegruppen mit einem Selfie-Sticks oder so. Mit den iPads und dann erstmal alles fotografieren. Von allem Foto machen. Und ja, dass sie also insgesamt sehr früh mit allen Sachen anfangen, also das was sie lernen und dann auch sehr weit kommen, eben weil sie das schon so eine lange Zeit machen. Ihr habt ja also vom Lernen wirklich fleißig, Anfang schon im Kindergartenalter. Genau. Dass man auch eine längere Zeit hat, das zu lernen. Ich habe ein Bild von den Japanern, so ein Klischee, quasi, dass sie alle irgendwie gleich ausschauen. Ich finde schon so ein bisschen. Also die sind alle nicht ungefähr, also sind nicht groß, alle, keine Ahnung, haben eine bestimmte Form von den Augen, oder? Ja, also ich kenne die Japaner, aber ich schätze sie ganz nett ein. Aber nein, also ich finde, sie wirken immer sehr offen und also was ich von der Schule so ausgelernt habe, dass sie ja immer eigentlich menschenoffen sind und auch zu Touristen immer ganz nett sind und ja, für Japaner. Ja, auf alle Fälle. Also ich komme ja aus Passau, nicht aus München. Und von meiner Arbeit aus sehe ich dann immer diese ganzen japanischen Touristengruppen, die dann ganz Passau durchlaufen und immer mit denen Selfie-Sticks. Ich weiß auch von meinen japanischen Arbeitskollegen ja auch, dass die alles so gut sind. Was für ein Bild habt ihr so denn von Japanern? So München vielleicht Mal Fotos machen. Wollen eigentlich keinen Kontakt mit den Deutschen. Also sonst lernt man immer so, keine Ahnung, Spanier, Europäer kennen, mit Japanern mit denen gar nichts zu tun. Also ich habe noch nie mit jemandem hier auf der Wiese zum Beispiel geredet. Wer vielleicht schüchtern? Oder wer so für sich? Mehr so für sich so. Weil man halt denkt, dass sie kein Englisch können quasi oder halt wirklich Kontakt suchen zu den Deutschen, weil sie eben nicht kontaktfreudig sind. Also so wie ich das sehe, ich meine, ich rede auch keine Japaner an, weil was soll man schon sagen. Genau. Also man hat keinen Kontakt mit denen und mit den Europäern. Kann man einfach über alles quatschen. Sie reden auch gerne und auch viel und gehen halt offener zu den Leuten hin, sag ich mal. Entweder haben sie keine Lust, oder sind zu schüchtern, oder ich gehe auch nicht auf der Bahn, muss ich ehrlich sagen. Okay, Japaner an sich, was ist euer Bild von Japanern oder Japanerinnen? Ich habe ein gutes Bild, weil eben ich habe eine Klassenkameradin und ja, die sind sehr freundlich und sehr offen und also ja, von Anfang an war die quasi so, die hat einen wirklich aufgenommen und das war mir ja, also ein sehr positives Bild. Und ich habe so das Bild, dass es sehr lebensfreudige Menschen sind und dass sie halt auch sehr viel Spaß am Leben haben. Und ja, also ich habe jetzt eigentlich hauptsächlich nur welche gesehen, die wohl jetzt wirklich ein Lächeln im Gesicht hatten und das finde ich eigentlich echt super. Wunderbar, das war's schon. Vielen Dank. So I had the pleasure to actually ask Germans in Germany about their opinions on Japan. I was actually surprised because there were many cliches that I thought people were already over. But I guess that still stick with people, and that's what people see in the media in Germany. Not everyone is as knowledgeable in Japanese culture as you guys are. So it was interesting to see that if you ask completely normal people on the streets, you get very different responses. Some of my German friends said, well, don't worry about it. If you'd asked us maybe in a different location, you might have gotten a different result. Anyways, so what we generally got is obviously Japanese people are very busy. They're traveling a lot. They're taking lots of pictures, that kind of stuff. Yes, got that a lot. But it was interesting to see once someone actually knew a Japanese person, their opinions were very different. So it was actually interesting to have those two guys say that they don't think Japanese people are as approachable, while the girl who actually has a classmate says very approachable, very lovely. So it always depends on your personal experiences as well with the culture. If you obviously only see it in the media and what your home media covers, you might get a very different view on it, apart from when you experience it firsthand by maybe meeting a person and coming up and chatting with them. So those were the experiences people had on Japanese culture and Japanese people. How is that for you? Like, how did you get your knowledge about Japan? Was it maybe YouTube? Was it maybe Ask Japanese? That'd be lovely, actually. Let us know what convinced you or what got you interested in Japanese culture. So if I say Japan, what's the first thing that comes into your head? And Japanese people, what's your opinion on them? Look forward to reading your comments. As always, thank you very much. Also, by the way, you can see everyone dressed in those slightly revealing
German fashions, the traditional fashions that everyone mentioned. If you're curious about seeing how all those people celebrated in those fashions, I actually walked around the Oktoberfest and took you guys with me on my channel. So if you would like to check out that video, it'd be lovely to see you on my channel. Thank you very much for watching and catch you soon. Bye. Whoa.